Alrighty, herzlich willkommen zum neuen Video. Es geht endlich weiter am Mobilette Doppelmotor aka Dopilette. Kann man jetzt schon natürlich wieder ins Boot holen. Da ist ja Feuer und Flamme, hoffentlich dafür. Ja, jetzt ist es ja eine Weile her, seit wir da etwas gemacht haben und darum vielleicht gerade am Anfang 2-3 kurze Rückblicke, was da alles gegangen ist. Wir haben ja den Kauf gehabt, mal wirklich angeschaut, was ist da los und haben ja dann gemerkt, dass das Ding so, wie wir es bekommen haben, sicher nicht gelaufen ist. Ein paar Sachen können nachbearbeiten, du hast noch Köpfe ausgenommen, Dichtungen gemacht aus Tischmatten, wirklich zusammengebastelt. Ja. Dass es mal läuft, das Ding läuft aber. Ja, läuft. So weit, so gut. Jetzt geht es aber darum, dass das Ding richtig laufen soll. Und darum eben Profi wieder im Boot, der Joe da. Der hat mittlerweile auch endlich eine Bestellung machen und Bestellung bekommen. Ja, wir haben es sogar bekommen. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein riesen Päckchen ist gekommen und wir wissen jetzt auch wieso, weil sie haben uns einfach alles Altpapier geschickt, was sie in der ganzen Firma gefunden haben. Was raussteht, sind sicher die Dinger. Akrapovic sehe ich hier. Turbo-Kit. Bekommen haben wir wahrscheinlich nur die Hälfte. Richtig geil, Aber einfach Abfall. Abfallentsorgung. He? Du schaust das nicht weg, was wir brauchen. Wow, und das Zeug. Haben wir Masken? Zum Mittag. Oh, schau, Iridiumkerze. Oh. Alter. Hurengrus. Alter. Kannst du das Zeug zuerst mal absaugen holen? Hast du noch irgendetwas? Zylinderkopf. Ah, schau da. Ansaugstutzen. Was ist das dort? Das ist eine Motorlagerung. Wo wir bestellt haben? Einfach einzeln War da das drin. lieb, Mann? Ja, nein, es ist Ah, Dichtungen. fucking hell. Weißt du, einfach offenes Säckchen. Gut, jetzt checken wir mal die Teile ab, oder? Wir haben nicht alles gefunden. Ja, aber das ist schon ein Racing da. Eben in Frankreich, Deutschland und so sind die sogar mit Zulassung. Ah, sicher nicht? Ja, mal, die sind eben homologiert. Genau. Das Rechtsinstrument. Da ist ja auch einer schon abgeschnitten. Ja, da Irgendwo werden wir recht so- müssen schnipseln. Gespannt, ob zwei aneinander vorbeikommen. Das ist richtig geil. Ja, das denke ich eben auch, ja. Ja, ich glaube, es könnte schon gehen. Ja, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen abändern. Dann können wir den irgendwie hier einkürzen. Also, um den ganzen Umbau zu machen, muss der Motor auf jeden Fall raus, damit wir überall rund umeinander kommen. Ja. Vergaser, vor allem Zylinderköpfe, dort müssen wir natürlich grosse Anpassungen machen. Auspuff, Auspuff ja, auch. Vergaser, Also, Auspuff, Zylinderköpfe werden sicher so die grössten Anpassungen. Neue Vario wird reinkommen. so später Ding wird natürlich das Heck angepasst als Vorderrad, dass das da nicht aussieht wie ein Bodybuilder, der kein Bein trainiert. Aber jetzt zuerst mal den Motor raus und die wichtigen Genau. Sachen machen, oder? Ja. Also, let's go. Also beim Hinterrad haben wir uns überlegt, dass wir natürlich auch auf ein Puch-Gussrädchen gehen, gleich wie vorne, damit das so nicht so unförmig aussieht. Heisst, neben Gussrädchen, Bremse etc. müssen wir jetzt alles zusammenbauen. Weil wir ja vorher so recht Leistung unten hatten, aber keine krasse Höchstgeschwindigkeit, gehen wir jetzt hier noch ein bisschen runter. 40er auf ein 35er, Zahnkränzchen hinten. Baue jetzt alles zusammen, natürlich, selbstverständlich. Einen dicken Mischleppnö. Schlauch dazu und dann passt das hinten dann auch. Wenigstens das Rad. Joe, ist das normal, dass er so einen brutalen Presssitz hat? Sagen? Das Lager einfach liegen bleiben, wenn das Rad auflupft. Schmutzig. Was mit Schmutzi? Ja. Nicht einer mit Lobtheit. Ja, hast du Grüne? Marc hat gesagt, ich darf keine Grüne verwenden, sonst klebe ich mir wieder den Kopf an die Schulter fest. Hat er wohl recht. Klassischer Ralph Wiggum. Was ich jetzt gerade noch Geiles ausgefasst habe, ist dieses Teil hier. Wir fahren jetzt nämlich ohne Freilauf, ohne Freilaufritzel. Und dann haben wir das Gewinde, das einfach vorsteht, mit dem Freilaufabdeckung. Tada! Top! Wir haben jetzt hier die Maxi N Ankerplatte, Swing High und Bremse. Jetzt funktioniert es entweder oder ich klemme die Dinger rein. Lachs! Top, funktioniert. Hier Schräubchen, Federschräubchen, Unterlagsschräubchen rein. Ich tue mir gleich noch ein bisschen Loctite an und dann von unten kommt ja dann
das Vierkantmötchen. Der Penehau 80, 90, 17. Demolition Roman, du weißt doch jetzt, wie der geht. Es klingt immer so, wenn Gummi auf Gummi kommt. Jetzt habe ich nochmal eine Glaubensfrage, Joe. Beim Pneu aufziehen. Beim Ventil anfangen oder beim Ventil aufhören? Das ist keine Frage oder eine Glaubensfrage. Beim Ventil hörst du immer auf. Wie ein richtiges Rädchen. Toll, toll Gemüse. Das hat gar keinen Sinn, wenn wir den wieder einbauen. Ui, Also, gestärkt vom Mittag zurück kommt Joe geht zu mir und haut mir einen rein. Und zwar sind die Zylinder und die Kölben, beziehungsweise eine vor allem, richtig beschissen aus. Ja, ich habe da die Auspuffe mal demontiert, weil wir ja die wechseln wollen. Dann habe ich mal in den Auslass hineingeschaut und hat es recht schlimm ausgesehen, so der Kolben. Ja, dann mal die Zylinder abgelupft und ja, die müssen wir definitiv ersetzen. Der Kolbenring bewegt nicht einmal. Ich wollte anschauen, da ist ja da, wo er abgeschnitten hat. Tendenziell da wahrscheinlich zu tief, dann ist mit Alu aufgeschweißt. Da der Überströmer, also es würde sich gerade anbieten, halt da auch noch mal einen Schritt mehr zu gehen und in neue Zylinder und neue Kölben investieren. Definitiv. Kurbelweltzeug alles abchecken nochmal und dann das richtig machen. Ja, es macht keinen Sinn, jetzt einfach wieder zusammenbauen, nur dass es zusammengebaut ist. Und, ja. Darum machen wir jetzt hier einen Break, beziehungsweise der Joe checkt das noch ein bisschen durch. Schaut alles an, was wir wirklich ersetzen müssen. Dann machen wir eine neue Postliste. Hoffentlich bestellst du nicht mehr so einen Rattenshop, damit man nicht wieder definitiv nicht. Probieren wir mal einen anderen aus, wir werden es sehen. Genau, damit wir dann da im nächsten Mal uns um den Motor kümmern und richtig Gas geben dort. Wenn der aber dann parat ist, müssen wir natürlich hier auch parat sein. Und das heisst, auf dieser Seite, das Rädchen haben wir ja jetzt gemacht, das Rädchen ist dann aber so massiv grösser, dass wir da sicher Anpassungen machen müssen. An den Schwingen, an der ganzen Geometrie, yeah. Plus eben, es soll ja noch ein bisschen passend sein für das. Das heisst, ich baue jetzt mal das Rädchen hier an, das raus. Und dann fangen wir an zu schauen, wo wir alles grösser werden, wo wir alles länger werden. Was ich mir schon mal überlegt habe, von Signature gibt es ja da die geilen Anschweißparts. Und wenn wir natürlich mit denen hier nur schon mal die Länge generieren können, sind wir aber schon mal weiter hinten. Und das heisst, wir haben mehr Breite in den Schwingen rein. Also, hier machen wir weiter, Rädchen raus. Bremsnocken dann auch anschweißen und da sind wir sowieso froh, können wir nicht weiterführen wie, sag jetzt mal so. Also ich kann ja sowieso einen Punkt anschweißen, den ich will. Stossdämpfer raus, Schwingen geht auch schnell ausbauen, oder? Ich kann dort anständig schweißen, schleifen. Alles drin. Wir haben die Verlängerungen angeschweißt. Jetzt geht es natürlich darum, dass wir Verstrebung machen bzw. die Stossdämpferposition. Die tun wir relativ steil auf die Hinterachse, damit wir dort eine gute Kraftübertragung haben. Jetzt geht es natürlich darum, wie lange Stossdämpfer nehmen wir. Wir haben vorher 260er dran, das ist sehr tief. Wir haben mal 300er ausgefasst, was wahrscheinlich fast ein bisschen zu hoch ist. Damit der ganze Hobel aber nicht so da steht, haben wir gedacht, wir tun nachher genau, die Gabel ein bisschen tiefer legen. Das würde ich fast gerne machen. Willst du das 8er? Was haben wir? 8? Dann haben wir 8er, das 8,5er noch. Immer wieder erfreut, wie genau dass man das Zeug macht bei Töpfchen. Wirklich, also mit Doppelmeter und Filzstift. Alrighty, also wir haben jetzt das Ganze mal zusammengebaut.
Stoßdämpfer drinnen, 30er jetzt momentan, auch ein Puchrad wie vorne. Und haben uns jetzt erlaubt, die Gabel vorne noch ein bisschen runterzutun, damit das Ganze ein bisschen mehr in die Dimension kommt, in Richtung Racer, oder? Ja. Nicht in Chopper oder weiß ich was, sondern in Richtung Racer. Wir sind nicht ganz so weit gekommen, wie wir wollen, wie man hier hinten dran sieht, aber aus guten Gründen. Ja, Da muss der da Joe, ist nichts mehr zu retten. du musst da Know-how einstecken, du musst da Sachen anschauen und austüfteln, wie wir das genau machen. Ja. Und das Ganze dann wieder da unten ankommt, damit der Racer dann auch irgendwie mal ein bisschen Ja, raced, ich oder? denke. Trotzdem finde ich ein Stück weitergekommen, ein gutes Stück eigentlich, da hinten die Rolling ganzen Schwingen Chassis. angepasst, Rolling Chassis. Beim Sitz, da sind wir noch ein bisschen unschlüssig, ob wir jetzt da eine Sitzbank, einen kurzen Sitz mit einem Körbchen, oder ob wir sogar so eine Coffee Racer Schale anmachen. Dürfen die auch gerne in die Kommentare schreiben, was würdet ihr jetzt hier sehen? Plus, wie gefällt euch das ganze Projekt? Ist das etwas, wo man weiter verfolgen, weiter investieren und pushen? Das wäre es aber auch wieder gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mit einem Abo und ein Like da. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Und hier beim Doppelmobilette, irgendwas weitermachen. Oder einem der anderen vielen Projekte. Also, macht's gut, bis dann und tschüss! Schöne.